Ein Großteil meiner Zuschauer hat den Kanal noch nicht abonniert. Falls dir meine Inhalte gefallen und du nichts verpassen möchtest, drück einfach auf den Abonne All-Button. Es ist kostenlos und hilft dem Kanal çok. Teşekkürler. Der Lastwagenfahrer hat Stress, Leute. Ja, merhaba arkadaşlar und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Also der Typ hat echt Stress, he? Also das geht gar nicht, Leute, mit einem LKW so rumzudüsen. Nee, das geht wirklich nicht. Ja, arkadaşlar, heute mal mit einem neuen Setup. Wie ich es ja schon bei den letzten Videos erwähnt habe, ich jetzt mal das Ulanzi Bluetooth-Mikrofon rangemacht hinten an meinem Rucksack, um die Auspuffgeräusche aufzunehmen. Und dann möchte ich mal gucken, wie es halt die Motoren oder beziehungsweise die Auspuffgeräusche am besten aufnimmt. Also zum Beispiel mit der GoPro Max oder halt mit dem Ulanzi Mikrofon. Dann möchte ich von nun an die Geräusche eher so aufnehmen als irgendwie mit der Zoom, weil die einfach nicht so praktisch ist. Also Aufnahmequalität ist wirklich super von der Zoom, ist wirklich geil, aber für meine Zwecke einfach ein bisschen unpraktisch. Und deswegen möchte ich das halt ein bisschen ändern. Mal gucken, wie das da so ist. Was, hier ist der Spitex reingekommen? Das war doch früher eine Bank. Jetzt ist es die Spitex. Okay. Ja, also laut Pegel nimmt es schon auf. He? Mal schauen. Ja, doch. Laut Pegel nimmt es sehr gut auf. Oh ja, und Entschuldigung wegen dem letzten Video. Die Akkus waren alle down. Also ich habe eher ein bisschen Akkuprobleme. Die Enduro-Akkus, also die weißen von der GoPro, die sind gut. Aber die normalen, also die blau sind, schwarz-blau, die sind irgendwie alle am Arsch. Zumindest die ich am häufigsten benutze. Weil, also die Kamera, die stellt immer bei 40% ab. Und dann heißt es akkuschwach. Obwohl ja noch 40% ist. Also das finde ich schon sehr komisch.
irritiert mich ein bisschen. Und ja, keine Ahnung, meiner Meinung nach ist halt eben irgendwie was mit der Batterie. Also, dass die irgendwie langsam am Arsch ist. Weil anders kann ich es mir nicht erklären. Und Leute, nicht motzen, ich schalte extra nicht auf zum 6. Ich habe Kraftstoffreiniger im Tank drin, damit es halt irgendwie alles rausbekommt, fahre ich ein bisschen hochtourig. Also ich denke mal, das hilft etwas. Zumindest wenn man den Partikelfilter bei einem Auto reinigen möchte, macht man das so. Da schmeißt man auch den Zusatz in den Tank rein und fährt halt hochtourig, zum Beispiel auf der Autobahn, damit es den ganzen Schmodder irgendwie rausbekommt. Und aus diesem Grund fahre ich halt im Moment auch ein bisschen hochtourig und hoffe, dass so alles irgendwie gereinigt wird. Oh, wow, wow. Ja, ich will noch irgendwie ein Plätzchen finden, wo ich noch irgendwie ein bisschen Luftaufnahmen machen kann. Bei uns ist es aber ein bisschen schwierig, weil der Flughafen in der Nähe ist. Deswegen bin ich am Überlegen, wo könnten wir das machen? Ich habe echt keine Ahnung. Eine schöne Gegend wäre halt bei uns hinten, aber ich glaube genau bei diesem Dorf, den ich meine, genau dort drüber fliegen die. Und das wäre ein bisschen scheiße. Was gibt es sonst noch? Ja, eine Stelle fällt mir da noch ein. Jetzt sind wir halt genau am falschen Ort, um dort rüber zu kommen. Aber wir haben ja keinen Stress. Wir haben ja keinen Stress. Dann fahren wir einfach mal quer durch die Stadt. Ja, und es wird auch schon kühler. Also wir haben jetzt gerade, ja, so Viertel ab 2, also Viertel nach. Und es wird schon ein bisschen kühler. Also ich bin jetzt ja schon seit etwa, keine Ahnung, seit ungefähr seit ungefähr 2, also etwa 2 Stunden, glaube ich, bin ich jetzt unterwegs. Und am Anfang habe ich noch richtig geschwitzt in der Jacke. Und jetzt ist es schon frisch. Ist auch ziemlich viel Verkehr für das, dass erst noch 4 Uhr ist.
no, ich bin falsch gefahren, Leute. Na, scheiße. Naja, dann fahren wir halt hier raus. Gibt es auch einen schönen Platz. Aber ja, tatsächlich, ich bin falsch gefahren. Wollte eigentlich genau auf die andere Seite. Ja, dann fahren wir hier raus. Da gibt es auch einen schönen Teich, wo wir aufnehmen können. Dann, Freunde, seid gespannt auf die tollen Aufnahmen. Die werden sicher gut, weil ja, dieser Platz hier ist wirklich noch sehr schön. Gut, ist noch nicht so grün, aber sollte gehen.